Garmisch-Partenkirchen, der Austragungsort, traditionell dieses Neujahrsspringen. Tim Eppler wieder bei mir. Hast du gut gefeiert ins neue Jahr? Danke vielmals, Simon. Ich habe sehr gut gefeiert. Es war sehr schön. Wie war es bei dir? Wunderbar. Während wir jetzt hier die Highlights des letzten Springens von Oberstdorf sehen, kann ich dir sagen, wir haben wirklich toll ins neue Jahr gefeiert. Im kleinen Rahmen, sehr Covid-konform. Aber natürlich haben wir die eine oder andere Flasche Schaumwein vernichtet. Dementsprechend mein Mundwerk vielleicht etwas loser als sonst. Garmisch-Partenkirchen heute, Bayern, Deutschland am Fuße der Zugspitze. Sie merken, ich bin noch nicht so gut zum Mund. Heilklimatischer Kurort, ja, weshalb 8? Das Klima kann ja therapeutisch wirken, oder? Ja, das müssen wir auch sagen. -2 apropos Klima. Leicht bewölkt. Also, jetzt sehen wir hier die wunderbare Doppelschanze. Das auch eine Neuerung auf die neue Saison. Es fahren jeweils 2 Fahrer die Schanze hinunter. Etwas, das ja schon für Diskussionen gesorgt hat. Das hat für Diskussionen gesorgt, definitiv, weil es kann sehr gefährlich sein, wenn die Springer da aneinander geraten, gerade beim Schanzentisch und dann auch in der Luft. Aber Spektakel ist natürlich garantiert. Wir hoffen einfach, dass die Schanze gut präpariert ist. Genau, die Regeln wieder dieselben wie beim letzten Springen. Wir haben eine rote Linie, das ist der Median, 10 Punkte, alles dahinter gibt -1 Punkt pro Linie, +1 Punkt, alles darüber und die Extrapunkte auf allen 4 Rädern, 5 Extrapunkte bei der Landung und in der Endposition. Weil wir das im Zweierspringen jeweils 2 Durchgänge, da wechseln die Startpositionen der beiden Fahrer und dann zählt nur der bessere der beiden Durchgänge. Das auch noch eine Extra-Regel jetzt bei diesem Springen in Garmisch-Partenkirchen. Alles angerichtet für den Start. Wir warten auf den ersten... Oh! Aber was ist jetzt das? Ein Pony auf dem Landehügel. Hier aber schon 2 Männer, die hier bereit sind, das Pony auf die Seite zu tun und sich jetzt hier genüsslich an diesem Haus anlehnen. Die Verzögerung also, um es in Hans Juckers Worten zu sagen, das hure Schießpony. Jetzt der erste Durchgang. Jan Schäfer gegen Hayato Takahashi im ersten Springen. Wir sind gespannt, wie das jetzt funktioniert. Leichter Kontakt. Oh! Beide schön gelandet. Wir haben beides mal die schöne Landung jetzt hier. Hayato Takahashi etwas besser weggekommen. Ein bisschen weiter gekumpelt, so wie es aussieht. Ja, genau. Man hat einen leichten Kontakt gesehen. Hayato Takahashi natürlich Gewinner vom letzten Springen. Und jetzt schauen wir die Landung an und wollen schauen, wie sie sich jetzt hier gegenseitig beeinflusst haben. Das dürfte aber beides mal die Endposition Bonusnote geben. Es sollte 5 Punkte geben. Yes. Genau. Jan Schäfer hier mit 11 in der Distanz, Takahashi mit 13. Ein Riesensprung. Wir sind gespannt auf den zweiten Durchgang dieser beiden Springer. Noch einmal, schlussendlich zählt nur die beste der 2 Noten. Jan Schäfer deutlich verbessert, also zum Auftakt springen. Ja, das ist vielleicht die Disziplin, die... Oh, der Sport weggekommen! Schlecht weg! Oh, jetzt aber auch Takahashi wieder mit der perfekten Landung. Nicht ganz perfekt, muss man sagen. Aber der Jan Schäfer hat doch ein bisschen geschlafen im Start. Ja, das ist ihm dann aber eigentlich auch zugute gekommen. Er ist besser weggekommen von der Schanze, hat sich hier noch einmal etwas verbessern können im Vergleich zum ersten Sprung. Allerdings hat die Landung nicht gepasst. Also hier wird er, ja, wahrscheinlich dann doch mit der schlechteren Note davon kommen. Takahashi hier, Distanz 12, in Position 5 mit 17 total. Im letzten Sprung waren es 18 und hier die 13 total ohne die Bonusnote. Das ist halt immer das Hin und Her, wo man muss abwägen zwischen Distanz und guter Landung. Die Landung gibt 5 Punkte, also da kann man dann zum Teil ein bisschen weniger weit kumpen und dafür schauen, dass man sicher landet. Das hat jetzt Hayato Takahashi da so gemacht und es kommt ihm da zu gut. Mit 18 Punkten jetzt schon in die Führung. Bartosz Nowak jetzt an der Schanze mit Anton Wagner, dem Österreicher. Ein etwas ungleiches Duell, allerdings, wenn wir von der Größe der beiden Fahrzeuge absehen, sieht es doch ähnlich aus. Jetzt der Absprung! Da sind sie noch zusammengeknallt. Das war jetzt eben etwas, was wir ungern sehen wollen hier bei diesem Springen. Wir sehen den späten Aufprall jetzt hier des Polen.
Allerdings, und da sehen wir jetzt hier, was das große Problem ist, hier das Verdrängen im Zielraum. Also, das ist schon gefährlich. Und es wirkt, als ob die Schanze nicht ganz gut präpariert ist. Aber hier haben wir Novak im Bild. Es sieht nicht so schlecht aus. 5 Punkte, das ist jetzt fast etwas in den Hintergrund getreten nach diesem Unfall. 5 Punkte für Wagner und dann für Novak haben wir deren 13. Ja, also da muss ich sagen, diese Landung hat diese Punkte etwas überschattet. Hoffen wir, dass es jetzt ein bisschen besser wird, dass da der Absprungtisch nochmal präpariert wird, weil das hat sehr gefährlich ausgesehen. Und die Reparaturwerkstatt ist hier in vollem Gange, absolut gefährlich. Es hat schon viele Unfälle im Vorspringen gegeben. Deshalb haben wir schon gesagt, es ist nicht ganz über alle Zweifel erhaben, dieses Spektakel. Aber die beiden Fahrer sind wieder am Start. Also wir haben hier nach diesem Unterbruch gesehen, dass es doch noch funktioniert. Jetzt nimmt man hier etwas Tempo raus oder geht man noch einmal Vollgas? Ein bisschen Angst um ist. Es hat nicht weit ausgesehen, muss ich jetzt sagen hier. Anton Wagner. Ja, gar nicht weit. Auch hier haben wir die perfekte 10 für den Polen, aber das ist natürlich einfach das Mittelmaß. Und dann Wagner. Das dürfte... Auch bei der Landung beide nicht können fertig machen, der Sprung schön. Ich denke, da schwingt noch etwas mit vom letzten Sprung, vom ersten Sprung. Ja, ist noch ein Angst dabei gewesen. Bartosz Novak muss hier abgeschleppt werden. Unschöne Bilder. Ganz unschön, das will man nie sehen. Da sieht man, der Schanzentisch ist wirklich nicht gut präpariert. Wieder einmal mehr setzt man das Spektakel vor oder über die Sicherheit der Springer, das geht gar nicht, finde ich. Ja, das ist natürlich eine traurige Zwischennote hier. Wir sehen hier das Zwischenklassement. Hayato Takahashi mit den 18 Punkten vorne, Florian Schäfer, Bartosz Novak mit den 13 Punkten aus der Streichnote und Anton Wagner. Ganz enttäuscht. Und dann jetzt eine kleine Pause, auch immer sehr beliebt die Aktion auf dem Schlitten, den Schanzenhügel hinunter. Zeigt natürlich, dass der Sport immer noch volksnah ist. Ja, auf jeden Fall. Hier, das ist auch ein Volksfest, wenn auch mit etwas weniger Zuschauern. Es soll auch etwas das Springen dieser schlittenbegeisterten Leute sein, hier im Skeleton-Modus, den Schanzenhügel durchab hinunter. Ja, bevor wir dann zu den nächsten Springern kommen und hier ein etwas ungleiches Duell mit Pirmin Caviezel, der Schweizer, gegen den Mexikaner José Luis Ramírez. Er ja die grosse Überraschung im letzten Springen. Ja, und jetzt können wir natürlich schauen, ob sich das bewahrheitet, ob da die Nerven halten bei Ramírez. Und wir sehen einen weiteren unschönen Unfall jetzt hier für den Mexikaner. Er erwischt hier den Absprung wirklich schlecht. Caviezel mit einer 11. Aber der Mexikaner noch etwas weiter, das dürfte eine 12 sein. Allerdings die Landung gründlich misslungen. Beide haben sich nicht rausdrehen. Der Ramírez da sogar außerhalb von der Landung über die Bande drüber geht. Ja, hier unschöne Szenen wiederum. Wir sehen hier Pirmin Caviezel, die Distanz 11. Ja, das ist ganz okay. Allerdings müssen wir dann für Ramírez, der auch die Landung nicht gestanden hat, auch mit einer 11 registrieren. Ist aber ein bisschen weitergekommen, das Caviezel. Ja. Da muss man sich schon fragen, was da die Rennleitung sich gedacht hat, was sie angeschaut haben. Ja, da muss man natürlich vielleicht auch für das nächste Jahr bei dieser Wertung noch etwas über die Bücher oder ob das wirklich nur einfach ein Fehlentscheid ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Gerade der Mexikaner, hätte ich jetzt gedacht, der würde damit etwas Bestechungsgeld noch zwei, 3 Noten gut machen können. Aber wir werden den zweiten Sprung jetzt natürlich beachten. Ramírez blieb unverletzt beim Sturz. Beide konzentriert. Ja. Leicht berührt, aber beide gut weggekommen. Die Landung aber nicht ganz so. Ja, da habe ich mir noch gedacht, dass Caviezel es noch schafft, aber da waren die Nerven wohl doch etwas zu lotterig. Caviezel schon schlecht ins Ziel gekommen und jetzt der Mexikaner deutlich weiter. Was sagen da die Punktrichter? Ich denke auch wieder, das dürfte bei einer 11 sein bei Ramírez und Caviezel. Ja. Die 11 für Ramírez, wie erwartet, und dann bleibt diese Note beim Mexikaner bestehen. Eine 11 für Caviezel auch übernommen, hier die Streichnote mit der 8er Distanz. Da reiht man sich im Klassement deutlich hinter dem führenden Japaner ein.
Wir werden das dann später zu sehen bekommen. Diese Zwischenbilanz jetzt der Japaner nach wie vor vorne mit den 18 Punkten. Natürlich die Endposition, Bonuspunkte, die hier einzahlen, genauso wie bei Jan Schäfer. Jetzt die nächsten Springer kommen aus den USA und aus Großbritannien. Mason Brown und Sir William Jones. Sir William Jones hat auch noch etwas Gutes zu machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er etwas gefeiert hat letzte Nacht. Beide nicht weit gekommen. Ja, wir werden jetzt das in der Slow-Mo noch einmal sehen. Ja, das schaut... Ja, da muss ich sagen, das hat natürlich schon weniger weit ausgesehen im ersten Moment. Allerdings die aber Mason Brown, hier. Du hast angesprochen, wenn man sich das so rumlässt und so, dann hat man schon gehört, an Neujahr hat er doch ein bisschen über die Stränge geschlagen. Wer jetzt, Brown oder Jones? Ich habe beides gehört. Aber Mason Brown mit einer 5er-Landung. Sie liegen jetzt da beide im Schnee und sind wahrscheinlich auch gestern beide im Schnee gelegen. Ja, aber nicht der kalte Schnee, oder? Nicht der kalte Schnee, nein. Aber das merkt man jetzt auch. Jetzt schauen, wie es im zweiten Durchgang wird, ob sie sich da ein bisschen aufpushen können. Genau, ob das jetzt nicht zu viel ist. Guten war gestern Abend hier in der Hotelbar und dann in der Suite. Beide gut weggekommen, sie haben sich, glaube ich, und da bei der Landung vom Mason Brown hat einen leichten Kontakt gegeben. Ja, aber das könnte sogar sein. Ja, hier haben wir Jones, der hier etwas besser gelandet ist. Oder habe ich das falsch gesehen? Brown ist ein bisschen besser gelandet, glaube ich. Ja, Brown ist besser gelandet. So, ja, jetzt haben wir es. Und dann, was sagen die Richter jetzt zu dieser Landung? Eigentlich dürfen wir da die 5 Punkte nicht geben, weil wir erinnern uns an das letzte Mal. Dort war es der Paul, der so gelandet ist und keine Punkte bekommen hat. Wir sehen, Sir William Jones hat 7 in der Landung, natürlich keine Endposition, 7 in der Distanz und keine Bonuspunkte für die Endposition. So ist es. Und ja, Mason Brown, jawohl. Auch keine. Die Distanz mit 9 schon etwas besser. Allerdings muss man sagen, wir haben hier beide wieder mit der 9er Note nach der Streichnote, sehen das hier eingeblendet, beide auf dem 5. Platz. Hayato Takahashi heißt der Sieger dieses Springens. Das Neujahrsspringen geht wieder an den windigen Japaner. Schon eine Überraschung, dass er so dominant auftritt das Jahr. Absolut, er ist ja auf das erste Mal überhaupt auf der Tournee und eine Frau diesmal nicht dabei. Sie ist im Hotel geblieben aus Angst. Sie ist etwas schreckhaft und aus Angst, dass sie jetzt hier ihren Mann schrecklich sieht. In einen Unfall verwickelt sieht, ist sie nicht mitgekommen, aber schickt beste Grüße von der Hotelbar, wo sie schon bereits auf ihn anstoßen wird mit etwas Schaumwein. Jetzt sehen wir die Gesamtturnierrangliste. Wie gesagt, Hayako Takahashi gut vorne, 32. Danach wird die Luft aber dann sehr dünn. Pirmin Kavietzel auf Rang 2, das freut uns natürlich, aber er muss zulegen in den nächsten beiden Springen. Und dann die große Überraschung auf der 3. José Luis Ramirez mit 24 Punkten. Da wird in Mexiko jetzt ein Fest abgehen. Jan Schäfer, dann dahinter der Pole Novak, Mason Brown, Sir William Jones und Anton Wagner. Die große Enttäuschung. Ziemlich abgeschlagen. Was kann er noch zeigen? Im Verlauf dieser Tournee wird er es sehen. Gut, er hat genug Erfahrung. Wir wissen, dass er zurückkommen kann. Er hat schon viele schwierige Situationen erlebt, aber da muss definitiv mehr kommen, weil das, was er bis jetzt gezeigt hat, eine grosse Enttäuschung. Absolut. Da muss noch ein Bricke mehr aufs Feuer gelegt werden beim nächsten Springen. Das nächste Springen dann am 13.01. in Innsbruck. Wir sind froh, wenn Sie wieder dabei sind. Dann wieder ein Einzelspringen. Dieses Spektakel mit dieser Gefahr, das werden wir dort nicht mehr so sehen. Allerdings auch dort wieder heiße Situationen zu erwarten.